Welcome. Willkommen in Nordengland. Willkommen in Yorkshire. Unsere Reise durch den Norden Englands beginnt in der Stadt Scarborough. Danach geht's nach Whitby, wo Dracula sein Unwesen trieb. Durch blühende Hochmoore fahren wir nach York, das historische Zentrum der Grafschaft Yorkshire. In Thirsk besuchen wir die Heimat eines weltberühmten Kultautors. Dort wohnte der Doktor und das liebe Vieh. Unsere Reise endet in der Boomtown des Nordens in Newcastle. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. For once she was a true love of mine. She once was a Sie true war love mal of meine mine. wahre It has a Liebe. certain Klingt ziemlich traurig, das Lied, oder? this song, right? Die Geschichte handelt von zwei Liebenden. Sie vermissen sich und fragen jemanden, fährst du zum Markt nach Scarborough? Und dann stellen sie sich unlösbare Aufgaben. Näh mir ein Hemd ohne eine einzige Naht. Das geht nicht. Kauf mir ein Stück Land zwischen dem Sand und dem Meer. Auch das ist unmöglich. Aber ich glaube, dass sie am Ende zusammenkommen. Das wollte ich auf jeden Fall immer glauben. That's what I like to think. Thank you. Thank you. See you soon. It was a nice ride. So here we are at the Da sind wir. Hier oben auf den Klippen haben wir eine wunderbare Aussicht auf Scarborough. Da hinten sieht man das Schloss und das da ist das Grand Hotel Victoria, gebaut Ende des 19. Jahrhunderts in der Form des Buchstabens V für Königin Victoria. Es hat 4 Türme stellvertretend für die 4 Jahreszeiten, 52 Schornsteine für die Wochen eines Jahres und 12 Stockwerke für die Monate. Und damals sogar 365 Zimmer, eines für jeden Tag. Es hatte mehr Ziegelsteine als jedes andere Gebäude damals.
Vic. Das ist das Kurhaus Scarborough mit Konzerthalle, original viktorianisch. Victorian Concert Hall. Beautiful. Wir geben 7 Konzerte pro Woche und sie sind alle unterschiedlich. Es gibt immer einen Marsch, ein Solo und eine Ouvertüre. Manchmal auch Songs aus einer Show. Früher hatte jede Stadt an der Küste ein Orchester. Aber wir sind jetzt das Letzte und sehr froh, immer noch hier zu sein. Das ist also der Saal, in dem wir spielen. Wir geben auch Kinderkonzerte und verteilen dann immer jede Menge Teddybären. Ist das nicht Sean? Ja, Sean ist auch bei den Konzerten dabei. Sean. Look at this. Oh, Tamina. Ah, das ist ja eine Entdeckung, oder? Hier in der großen Kultur ist Sean das Schaf auch vertreten. Er ist ein Yorkshire-Schaf und würde sicher so sprechen. Das ist der Sean, das Schaf-Yorkshire-Akzent. Was bedeutet das? Sowas wie, ach du lieber Gott. Mensch, also... Okay, let's try the funny part. Juhu! Something like that. Wir fahren nach Norden, nach Whitby, einem sehr besonderen Ort. Und unser Weg führt uns durch eine der größten Heidelandschaften Großbritanniens, der Hochebene des Nationalparks North York Moors. Auch wenn die Wissenschaftler ganz andere Ideen zur Entstehung des Tals haben. In Wahrheit war es ein Riese namens White. Der hatte einen Streit mit seiner Frau. Da nahm er eine Handvoll Erde und warf sie nach ihr. Und die Erde ist bei Blakey Tucky gelandet. Und wenn man sich hier die Landschaft anschaut, kann man tatsächlich immer noch die Form des Daumens und der Finger des Riesen erkennen. Das da ist die Form seiner Hand. Moor ist seltener als Regenwald und die Fläche wird immer kleiner, wegen des Bergbaus, der Landwirtschaft. Aber solange das Land hier zum Nationalpark gehört, wird alles so bleiben, wie es ist.
Wenn man sich das vorstellt, das ist das Schiff, mit dem Captain Cook Australien erkundet hat. Das ist jetzt hier ein originalgetreuer Nachbau. Wenn man sich das vorstellt. Good morning, hi. I heard that you... Ich habe gehört, hier isst man morgens Fisch. Yes, well, so we... Das hat Tradition hier. They are traditionally for breakfast. So you had already... Auch schon einen gegessen heute Morgen? Ja, ich hatte schon einen. Kann ich einen haben, um mich dran zu gewöhnen? Die sind noch nicht fertig. Das ist zwar Räucherfisch, aber roh kann man den nicht essen. Der muss noch gebraten werden. Aber es duftet schon mal gut. Thank you. No problem. In der Altstadt von Whitby erinnern die Ladenbesitzer immer mal wieder daran, dass der Seefahrer James Cook hier seine Schiffe hat bauen lassen. Hier gibt es James Cooks Kanonenkugeln zu kaufen. Und Dracula-Särge. Denn der Vampir ist die andere Berühmtheit des Ortes. Als Bram Stoker 1890 nach Whitby kam, dachte er sofort, der Ort hat Atmosphäre. Und er beschloss hier, die berühmteste Horrorgeschichte aller Zeiten zu schreiben. Dracula. Und er saß dabei genau auf dieser Bank. Bram Stoker hatte also diesen Ort vor Augen, wenn er beschreibt, wie Dracula aus Transsilvanien in England ankam. Auf einem Schiff, dessen Besatzung er auf der Fahrt ermordet hatte. Der Wind blies mit solcher Wucht, dass es selbst starken Männern schwer fiel, sich auf den Beinen zu halten. Weiße, nasse Wolken zogen geisterhaft dahin, feucht und kalt, als wenn die Geister der auf See Verlorenen ihre lebenden Brüder mit den feuchten Händen des Todes berührten. Eine große Ehrfurcht überkam alle Beobachter, als sie gewahr wurden, dass das Schiff wie durch ein Wunder den Hafen gefunden hatte. Aber das Seltsamste war, dass in dem Augenblick, als das Schiff das Ufer berührte, ein riesiger Hund von unten an Deck sprang und danach vom Bug aus auf den Sand. In dem Buch gibt es auch zwei junge Frauen, Mina und Lucy. Eines Nachts setzt sich eine riesige Fledermaus an Lucys Fenster und ruft nach ihr. Lucy schlafwandelt darauf durch Whitby und trifft Dracula auf dem Friedhof. Dort wird sie zum ersten Mal von ihm gebissen. Wenn du Lucys Spuren folgst, sei sehr vorsichtig. Im Tunnel der Schreie, wer weiß schon, wen du da alles triffst. Aber wenn du die Hälfte geschafft hast, dann atme so tief ein, wie es geht, und dann schrei so laut, wie du kannst. Das wird die Geister verjagen und auch die Vampire. Es muss getan werden. Das ist Pflicht. It's compulsory, it must be done.
Hier hat man früher die Särge abgestellt und man hochgelaufen ist zum Friedhof, um mal kurz Pause zu machen. Und jetzt kann man auch so mal kurz sitzen. Weiter geht's. »92, 93, 94, 95, 96, 98, 199 Stufen.« Nun ja, natürlich spukt es auf diesem Friedhof, wie auf den meisten Friedhöfen. Hier geht ein Geist um mit einer Kutsche und einem Pferd. Damit werden die Geister der toten Seeleute eingesammelt, um sie zurück ins Meer zu bringen. Da wollen die Geister toter Seeleute ruhen. Auf diesem Friedhof ist Bram Stoker herumspaziert. Er hat die Namen von 98 dieser Grabsteine aufgeschrieben. Überhaupt alle Namen, die man im Dracula-Roman lesen kann. Die Leute gab es wirklich in Whitby. Auch für mich ist hier ein ganz besonderer Ort. Denn vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren, habe ich in dieser Kirche, St. Mary's Church, meine wunderschöne Frau Carol geheiratet. St. Mary's Church, married to my beautiful wife Carol. In St. Mary's Church. Really? Wirklich? Ist das jetzt wahr? Natürlich. Alle diese Geschichten sind wahr. Aber diese ganz besonders. Wenn du eine Postkarte von Whitby siehst, ist da immer unsere Kirche drauf, St. Mary's. Dieser Ort hat einen Platz in meinem Herzen. Ein glücklicher Ort für dich. Das ist er in der Tat. Ein neuer Tag. Wir verlassen Whitby und fahren nach Süden. Erst mit einer Dampflok nach Grossmont. Dann fahren wir zu einem gigantischen Schloss.
Das gehört bei einem Englandurlaub einfach dazu. Und danach schauen wir uns York an. Das lohnt sich. Guten Tag. Möchten Sie uns besuchen? Die Lokomotiven anschauen? Kommen Sie rein. Sie müssen aber eine Schutzweste tragen, zu Ihrer Sicherheit. Okay. Wow. Okay. Oh, the smell. Dieser Geruch. Was ist das? The smell of what? Kohle, Öl und Wasser, alles zusammen. Sehr gewissenhaft. Ja, sehr präzise. Er kontrolliert jedes einzelne Teil, auch unter der Lok. Da kommt die Crew, die haben Feierabend. Und da ist Bob, einer unserer besten Lokführer. Hallo. Es ist heiß, es ist laut, es ist dreckig, es ist echt eine ganz spezielle Arbeit hier. Die meisten machen es freiwillig. Ich bin echt schwer beeindruckt. Und die Frauen sind auch dabei. What are you doing? Was machen Sie da? Ich fülle Wasser in den Tank. Oh, Das hier ist wie ein großer Wasserkessel. ja. Da ist die Hitze, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Und mit dem Druck aus dem Wasserdampf treiben wir die Räder an. Yes. Ich mache das jetzt seit 60 Jahren. Ich habe angefangen, da war ich so klein. Really? Wirklich? Perfect. Thank you. Yes. Sie würden mich nehmen, wenn ich wollte. Das ist ein gutes Zeichen. Thank you.
hier könnte man schon meinen, das Herrenhaus. Aber wahrscheinlich ist es irgend so ein Stall im Vorfeld. Das lässt sich noch steigern. Darf ich vorstellen? Schloss Howard. Seit 300 Jahren ist Castle Howard Familienbesitz derer von Carlisle. Und da gab es jede Menge Gelegenheiten, im großen Stil das historische Porzellan auf den Tisch zu bringen. Im 18. Jahrhundert beherrschte England fast ein Viertel aller Flächen auf der Erde. In dieser Zeit unglaublichen Reichtums entstand Castle Howard. Er hier, George Howard, war der 7. Earl of Carlisle und mischte wie seine Vorväter immer noch ganz vorne in der Politik mit. Die Carlisles wussten, wie sie ihre Stellung im Staat bewahren konnten. Warum ist das hier so gigantisch groß gebaut worden? Castle Howard wurde vor 300 Jahren vom 3. Earl of Carlisle in Auftrag gegeben. Er machte eine große politische Karriere, war eine wichtige Person am damaligen Königshof von William und Mary. Daher wollte er ein großes palastartiges Haus bauen, um zu zeigen, wie wichtig er in der Gesellschaft war. Er kam her und sah, dass es hier bereits ein Schloss gab, das aber abgebrannt war. Er ließ alles niederreißen. Die Menschen im Dorf nebenan hat er umgesiedelt und dann baute er dieses riesige Anwesen. Er hat es so gebaut, um zu zeigen, wie reich und mächtig er war? Er wollte wirklich damit richtig angeben. Es war außerdem die große Zeit des Landhausbaus in Großbritannien. Und er wollte ein besonders großes, um aufzutrumpfen. Es ist schon beeindruckend, wenn man sich dem Schloss in der Landschaft nähert. Das Ambiente wurde ganz gezielt so gestaltet, dass man diesen Wow-Effekt hat, schon bevor man das Haus erreicht. Und das Besondere, es ist das erste Wohnhaus in Großbritannien, das eine solche Kuppel hat. Die Technik dafür wurde beim Bau der St. Paul's Kathedrale in London entwickelt. Und mit diesem Wissen wurde Castle Howard gebaut. Das verleiht dem Haus diese so markante Silhouette.
nice. You see him swimming? Yeah. He's gone there. He has gone there, hasn't he? And Mummy, she's upside down. Does your mummy still upside down? No. Die meisten von uns hier sind einfach nur Leute, die gärtnern wollen. Aber für mich ist das wirklich eine Therapie. Ich bin jetzt im Ruhestand und will etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Ich habe festgestellt, dass meine persönliche Welt sehr klein geworden ist. Und das hier ist etwas Besonderes. 100 Freiwillige arbeiten hier. Nichts, was Sie sehen, ist die Arbeit einer einzelnen Person. Es ist unser gemeinsamer Garten. Wissen Sie, das macht einen Unterschied. Ich glaube, man kann es spüren. Es ist irgendwie besonders hier. Das duftet hier schön. Ja, das sind vor allem die Geranien. Ja, kenne ich. Die Blätter duften wirklich. Das weckt bei vielen Leuten Kindheitserinnerungen. Und warum kommen Sie her? Ich bin im Ruhestand. Nach einem ziemlich anstrengenden Job. Es war mein Traum, hier zu arbeiten, wirklich. Ich hatte Glück, habe mich beworben und wurde angenommen. Nach einer kleinen Probezeit, um sicherzugehen, dass ich hierher passe. Jetzt komme ich jeden Mittwoch. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Kann ich was helfen? Klar, nimm die Schere und schneide die Spitzen, wo sie verblüht sind. Hier unten? Hier ist noch eine. Je mehr du zurückschneidest, desto stärker werden sie wieder blühen. Das hat was Befriedigendes. Man lebt den Moment mit den Pflanzen. Und man kann dabei über andere Sachen nachdenken, während man schnibbelt. Es fühlt sich besonders an, hier ehrenamtlich zu arbeiten. Der Lohn dafür ist, mit vielen wunderbaren Menschen zusammen zu sein. Also, das ist wirklich ein Garten, den man mit allen Sinnen entdecken muss. Ich bin schockverliebt. Ich könnte hier stundenlang entdecken und riechen und durchatmen. Toll. Wir fahren nach York, das schon zu Römerzeiten die Hauptstadt Nordbritanniens war. Und auch für alle danach, die Angelsachsen, Wikinger und Normannen, war York ein zentraler Ort. Ab dem Mittelalter und unter dem Christentum blühte die Stadt dann nochmals auf.
Wie kommt es, dass hier so viele Straßenmusiker sind? York ist sehr touristisch und die Leute lieben es, Straßenmusikern zuzuhören. Die Stadt fördert das, indem sie keine Erlaubnis dafür verlangt. Jeder kann einfach kommen und spielen. Das prägt dann das Bild von York, dass man hier so viele Straßenmusiker sieht. Das ist die Statue der Queen. Die Queen? Jetzt erkenne ich sie. Die Statue ist neu? Ja, zur Erinnerung. Als sie gestorben ist, haben sie sie aufgestellt. Und wie fühlt sich das für dich an? Ich mochte die Queen. Finde ich gut, jetzt wo sie nicht mehr da ist. Du vermisst sie. Ja. Now, but he with the crown, look at it. Yeah. Just wait for Jen. Der ist schwarz. Das Gespenst ist so schön. Ich mag schwarz. Das ist auch echt niedlich. Thank you. Was ist Yorkshire Pudding? Ich habe keine Vorstellung davon. Puddings sind eigentlich saftige Pfannkuchen, aber mit Salz statt mit Zucker. Dann probiere ich jetzt mal die klassische Version. Wir machen dir einen. Bin gespannt, ob er dir schmeckt. Und was ist das? Das ist Gravy, Bratensoße. Aber es gibt auch andere Soßen. Der Pudding kommt jetzt in den Toaster. Papier drum, fertig. Perfekt. York Pudding. Ganz heiß. Duftet nach so Bratensoße und so Sonntagsbraten. Das ist ja auch was die Familie zusammenbringen soll. Genau. It's like a Sunday evening meal. Yeah. In a wrap. Bye. Have a good day.
Walking down the crowded streets, the city pulse beneath my feet. I let my worries fade away. Nothing to do, nowhere to be. Let's save this cocoon on this crazy afternoon. No need to rush, no need to run. Just soaking the warmth of the sun. I'm in tune with this crazy afternoon. Walking down the crowded streets, the city parks beneath my feet. Let's save this cocoon, let's save this crazy afternoon. Cross the river. Da drüben am Fluss, in dem alten Haus im Pub zum Flachmarkt, da spukt es. Georges Villiers geht darin um. Ein seltsamer Mann, der viel experimentierte. Er versuchte, Pennies in Gold zu verwandeln und wollte ewig leben. Dann bekam er eine mysteriöse Krankheit und starb hier in York. Bis heute geschehen deshalb die seltsamsten Dinge. Eines Nachts, als die Wirtin des Pubs ein Bad nahm und aufstand, spürte sie eine Hand an ihrem Hinterteil. Sie drehte sich um, aber da war niemand. Nur im Spiegel sah sie das Gesicht eines feixenden, lachenden Mannes. Da hinter den Geschäften und Restaurants habe ich mal gewohnt. Dort stand mal ein altes Waisenhaus. In den Jahren um 1840 starben darin viele Kinder. Ihre Stimmen kann man bis heute dort hören. Sie kehren zurück, um den Mann heimzusuchen, der an ihrem Tod schuld war. Auch ich habe diese Stimmen oft gehört. Und Nachbarn von mir wollen auch die Geister der Kinder gesehen haben. Jeder in York kennt die Geschichte. Doch die Stimmen machen keine Angst, sondern haben eher einen angenehmen Klang. Manche sagen, die Seelen der Kinder sind jetzt endlich frei. Sie wollen Freude in unser Leben bringen. Ein Leben, das sie selbst nie hatten. Keine Ahnung, ob das wahr ist. Aber es klingt gut. Für mich. Es gibt einen Turm, der ist nach Roger Clifford aus Skipton in Yorkshire benannt. Der Mann hing dort in einem Käfig, 1322. Ein Jahr lang. Nackt, ohne Essen und Wasser. Nach einem Jahr wurde er heruntergelassen und er durfte raus. Aber ich glaube nicht, dass er rausgekommen ist. Denn ich kann den Körper dort immer noch baumeln sehen. In mondhellen Nächten. Ein neuer Tag. Wir fahren nach Thirsk, wo ein weltbekannter Doktor gelebt und gearbeitet hat. Danach geht's über Sutton Bank nach Middleham, an einen Ort, der sich The Forbidden Corner, die verbotene Ecke, nennt. Dort geht es weiter mit englischem Humor und Grusel. Tierlieb ist man hier auf jeden Fall. Mhm.
In diesem Haus hat James Herriot gewohnt, der Tierarzt und Schriftsteller, der durch seinen Roman »Der Doktor und das liebe Vieh« weltberühmt wurde. Heute ist seine Praxis ein Museum, in dem die originalen Einrichtungsgegenstände verblieben sind. James Herriot, der in Wirklichkeit Alfie White hieß, brachte 1970 sein erstes extrem erfolgreiches Buch mit Geschichten aus seiner Tierarztpraxis heraus. Es folgten 6 weitere, die ab 1978 von der BBC verfilmt wurden. Die Fernsehserie wurde ein weltweiter Erfolg, bis heute. 2020 wurde der Stoff sogar erneut verfilmt. And action. Der Doktor und das liebe Vieh wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt. Alf White kam aus der Stadt, nicht aus einer bäuerlichen Umgebung. Also war ihm hier alles erstmal ziemlich fremd. Aber in Thirsk näherte er sich dem Leben auf dem Land an, mit allem, was dazugehört. Ich glaube, er erkannte sehr schnell, was für ein besonderer Ort das hier ist. Und dann wurde es ja eine Riesengeschichte, das Buch. Ein Welterfolg, die Fernsehserie. Geht's da eigentlich mehr um Tiere oder Menschen? Oberflächlich gesehen ging es in den Büchern um Tiere, aber eigentlich handeln sie von dem Charakter der Menschen, die die Tiere besitzen. Wie Alf diese Menschen beschrieben hat, das hat den Erfolg ausgemacht. Und wie war es für Sie dann später hier zu arbeiten? For you as an experience. Es war wunderbar. Ich wurde in Thirsk geboren und kannte die Praxis von Sinclair and White, die im Fernsehen Farnan and Herriot hießen. Ich kam hier rein und wusste sofort, dass ich für den Rest meines Lebens hier arbeiten wollte. 1982 hatte ich das große Glück, bei Sinclair and White einsteigen zu dürfen. Ein Traum. 2020 stand ich aber am Scheideweg. Ruhestand oder nicht? Und ich habe meine Frau gefragt, was ich machen soll. Ihre Antwort war ganz klar. Hauptsache, du störst mich zu Hause nicht den ganzen Tag. Also habe ich weitergearbeitet. Okay. So that made my decision for me to continue working. Die Stadt Thirsk nennt sich auf ihren Schildern Heimat von James Herriot und die ganze Gegend sogar Herriot Country.
Lustiger Typ. Einmal dran reiben, bringt Glück. Okay, I see. Willkommen im Forbidden Corner. Hier ist der Start. Das ist unser berühmter Baummann. Und er ist hier, um dich einzuweisen. Wenn du ihm folgst, kann dein Abenteuer beginnen. Es lebt. Oh Gott! Wie so ein Riesen... Man muss mit allem rechnen hier. Welcome to the underworld. You finally arrived at the underworld, far below the forbidden corner. Nein. Welche Tür? Fresh air. What an experience! Und von wegen not spooky. Haha. Man ist auf alles gefasst, die ganze Zeit alert und ständig kommt irgendwo was her. Crazy, crazy. How was that? Wie war's? Was für ein Abenteuer. Hattest du Spaß? Ja, hatte ich. Nicht so gruselig? Also manchmal schon. Ich habe dich bis hierhin schreien hören. Wirklich? Ich bin nass geworden. Tut mir leid, ich hätte dich warnen sollen. Ja, wirklich. Aber du hast mich nicht gewarnt. Das gehört alles dazu. Wer hat sich sowas ausgedacht? Der Eigentümer dieses Anwesens. Der englische Millionär Colin Armstrong. 1997 wurde die Anlage öffentlich zugänglich. Der Eigentümer hat das Ganze zunächst nur für sich selbst gebaut. Zuerst den unterirdischen Teil. Er veranstaltete dort Dinnerpartys. Und dann ist erstmal alles über Mundpropaganda gelaufen. Die Leute von den Dinnerpartys erzählten ihren Freunden davon.
Dann wollten die natürlich kommen, um zu gucken, worüber sie redeten. Als der Park dann entstand, waren die 3 Kinder der Familie noch sehr klein. So kamen hier Labyrinthe rein, Statuen und Überraschungen für die Kleinen. Er feierte unten seine Dinnerpartys und die Kinder konnten oben spielen. Nordengland. Viele denken da an Natur, an Schafe und Wollproduktion. Aber auch hier schlug im 18. und 19. Jahrhundert die industrielle Revolution brutal zu. Gab den Menschen hier Arbeit, beutete sie aber auch aus. Die Ruinen aus dieser Zeit kann man manchmal noch sehen. Reise in die Vergangenheit. In dieser Gegend von Nordengland verläuft der römische Hadrianswall zwischen Carlisle und Newcastle. Daran entlang kann man auch prima wandern. Das schauen wir uns an. Und danach fahren wir zum mehrfach preisgekrönten Freiluftmuseum Beamish. Weit man jetzt hier ins Land gucken kann. Bis an den Horizont kannst du sehen. Der Hadrianswall, der geht ja von Küste zu Küste. Genau, von der Westküste bis zur Ostküste. 120 Kilometer lang, ursprünglich zwischen 2,5 und 3 Metern und 4,5 Meter hoch. Da wollen wir mal gucken, das ist er ja. Genau, das ist ja das Original. Das sind die Originalsteine. Diese hier. Genau. Die liegen hier schon seit... Letztes Jahr war das 1900. Jubiläum vom Hadrianswall. Es wird davon ausgegangen, dass das 20 Minuten gedauert hat, um einen Stein zu hauen. Und die Mauer ist so, dass auf dieser Seite gemauert ist, auf der anderen und in der Mitte ist es aufgefüllt worden. Bauen wir es wieder zusammen hier. Ja. Der römische Kaiser Hadrian hat diese lange Mauer bauen lassen, um die Nordgrenze des römischen Herrschaftsbereichs zu bewachen. Und um Zölle zu kassieren. Wer durch wollte, musste zahlen. 400 Jahre hielten die Römer die britische Insel besetzt. Guck, und wenn du da rüber schaust, dann hast du da so ein kleines Kastell, wo ungefähr 20 Legionäre stationiert waren, um hier Ausschau zu halten. Oh, aber ganz schön zugig hier oben, ne? Ja, da gewöhnst du dich Das ist dran. doch jetzt Sommer in Nordengland, Das oder? ist Hochsommer in Nordengland. Ich bin immer wieder auf jeden überrascht. Fall. Man läuft mit T-Shirts und kurzen Hosen und meiner einer zieht 2 Jacken an. Das ist ein heißer Sommertag hier, Tamina. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Warum bist du denn hier in den Norden noch gekommen? Ja,
Ich habe meinen Mann in München kennengelernt im letzten Studienjahr. Die Liebe. Die Liebe. Und dann haben wir erst eine Zeit lang Engländer, ja, haben wir erst eine Zeit lang in Deutschland gewohnt. Und dann haben wir festgestellt, dass mein Englisch besser ist als sein Deutsch. Und so sind wir dann hier an der Nordecke gelandet. Ich wohne hier total gern, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ja, haben wir uns hier eingewöhnt. Na, ihr lieben Schäfchen. Hallo. Oh, die sind schüchtern. Ja, die haben Angst so vor scheu uns. sind sie. Komm, wir machen nichts. Noch ein bisschen. Nein, das ist mir. Die lassen sich nicht von uns schrecken, wo wir da alle wegrennen. Guck mal. Oh. Town, railway station and fairground. Also 1950s area. Anna, ich bin ein bisschen aufgeregt. Already? Wow. Hast du schon mal eine 50er Jahre Nein, noch nie. Frisur gehabt? Nein. So, hello. Was passiert jetzt? Wir machen euch jetzt die Haare. Mit einer Frisur, die wir in einem Friseurwettbewerbsmagazin von 1954 gefunden haben. Da sind damals Profis in einem Wettbewerb gegeneinander angetreten, um die beste Frisur zu prämieren. Okay. Aber dieser Raum hier ist jetzt wirklich total original, so alles so war es in den 50er Jahren. Genau. Und so ist das bei allen Gebäuden hier in Beamish. Entweder sind sie Stein für Stein abgebaut worden oder ein genaues Replika, so getreu wie möglich nachgebaut. Ja. Und ihr seid Friseurinnen? Wir haben auf dem College einen Kurs zum Stil der 1950er Jahre gemacht und 6 Wochen gelernt, wie man damals frisierte. In den 50ern ging das alles noch ohne viel Hitze, Lockenwickler und ohne Föhn.
hinten bei dir. Da geht ja richtig was los. Ich habe so ein bisschen Alien-Experience, als ob mein Hinterkopf ums Doppelte gewachsen ist. Ja. Bei mir wird es eher zusammengerafft und in Form gebracht. Ja. Ich glaube, wir haben hier gleich zwei very different styles. Ja, ich glaube auch, dass die ganz unterschiedlich aussehen. Guck mal, hier wird es gewickelt auf so eine ganz kunstvolle Art. Ja. Yes. Und wenn Ladies hier hinkommen, über was reden die dann? Über Ladies-Themen, den neuesten Tratsch und Klatsch? Das sind wichtige Informationen, was man unbedingt wissen muss. Und wir müssen alles unbedingt wissen. Hey. Du, das ist eine Gala-Frisur. Dreh dich mal um. Gut, ich bin ein bisschen nur... Wahnsinn, du musst das mal sehen. Hier. Schauen Sie mal in den Spiegel. Oh my God. Oh my God. You turn it a little like this? Yeah. That's amazing. I mean, it's better Von hinten sieht es noch besser aus als von vorne. Ach, wie nett. That was amazing. Meine Damen, es war uns ein Vergnügen. Bye. Das Schöne ist, wenn man jetzt nämlich hier rumfährt, kann man einmal einen Überblick über das ganze Museum bekommen. Dann siehst du auch mal, wie groß dieses Areal ist. 350 Hektar. Die Zangen sind wie heute. 4 gebogene Haken. Drehen und rausziehen. Das ist der Bohrer. Man brauchte so 20 Minuten. Nur das Geräusch ist nicht ohne. Aber es wurde doch heiß im Zahn. Wenn es zu heiß wurde, musste man mit Wasser ausspülen, den Zahn kühlen und dann ging's wieder los. Sie hätten damals keine Schmerzmittel bekommen. Ihre Füße wären dort unter der Stange fixiert worden, die Handgelenke an die Lehnen gefesselt. Dann fuhr der Stuhl zurück und mein Assistent hätte ihnen den Kopf festgehalten. Zu ihrem Schutz, nicht zu meinem. Wenn ich in Ihrem Mund arbeite, dürfen Sie keine falsche Bewegung machen. Junge, unverheiratete Mädchen vor dem 21. Lebensjahr schickte man übrigens zum Zahnarzt, wenn die Familie es sich leisten konnte, und ließ ihnen alle Zähne entfernen. Warum? Um einen guten Ehemann zu finden. Wenn sie dieses Trauma überstanden hat, dass ihr alle Zähne entfernt wurden, musste sie ja wirklich robust sein und damit ideal für die Strapazen einer Geburt. Man wollte ja den Familiennamen erhalten. Wenn die Dame mal gestorben ist, vererbte man ihre Zähne weiter innerhalb der Familie, denn die waren sehr teuer. Und wenn man damals sagte, sie hat das Lächeln ihrer Großmutter, meinte man in Wahrheit, sie hat die Zähne ihrer Großmutter. Hast du mir hier beide gemacht?
Nun geht es erstmal ins schöne Durham mit seiner großartigen Kirche. Und dann fahren wir vorbei am Angel of the North, am Engel des Nordens, bis nach Newcastle upon Tyne. job, but I don't intend to stay long. If I make a few quick bucks, it's cold up there in summer. It's like sitting inside a bridge, but I wish I was on the quayside, looking at the old time bridge. I'm coming home, Newcastle. I might as well have been in jail. I'd walk the streets, I'll be all neat for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle. Bevor sich Newcastle ab dem 16. Jahrhundert zur Kohle- und später zur Industriemetropole entwickelte, haben im Mittelalter die kriegerischen Normannen hier im wahrsten Sinne des Wortes einen Grundstein gelegt. Es gibt ihn heute noch. So mächtig hier. Das ist riesengroß, ja. Und hier haben wir ursprünglich das Fort der Römer gehabt, das Pons Aelius hieß. Und dann wurde die neue Burg hier von den Normannen gebaut. Und das ist noch die Originalburg, die wir heute sehen, aus dem 12. Jahrhundert. Das ist auch irgendwie kurios, dass so ein altes Ding Newcastle heißt. Ja, das stimmt. Aber ursprünglich hatte Wilhelm der Eroberer seinen ältesten Sohn geschickt und der hat eine Holzburg gebaut.
Und ungefähr 70 Jahre später wurde die durch eine Steinburg ersetzt. Und deswegen ist das New Castle, die neue Burg, die die alte ersetzt hat. Und die neue Burg können wir bis heute bewundern. Genau. In the silence of the night, whispers in the dark. A secret love ignites like a hidden spark. A secret love in a precious room. Hey, hey, hidden away like a precious bloom. Fleeting glances, a gentle breeze. A secret treasure and stolen smiles. A secret love in a precious room. Hey, hey, hidden away like a precious bloom. Oh yeah, but alright. Was gönnen wir uns jetzt? Ein Teechen, oder? Einen Earl Grey. Unbedingt. Der ist ein Muss für Newcastle. Ja. Kleine Süßigkeiten. Und dann haben wir hier unseren Earl Grey. Ich freue mich. Das duftet jetzt schon so richtig toll hier aus der Kanne. Und dann braucht man dazu natürlich auch noch einen Schluck Milch. Das macht man ja in England, ne? Earl Grey war Premierminister in den 1830er Jahren. Und dem wurde aus China als Geschenk so eine Mischung aus Schwarztee und Bergamottessenz. Das ist wie so Orangenextrakt von der Schale mitgebracht. Und weil er dann immer Tea-Partys in London geschmissen hat, ist irgendwann die Teefirma auf ihn zugekommen, hat gesagt, dürfen wir bitte das Rezept dafür haben. Und wir nennen es dann auch Earl Grey Tee. Und deswegen kennt das heute jeder. Verstehe. Also auf den Earl Grey und British Tea Time. Ja. Sehr fein. Man fühlt sich gleich so britisch, wenn ich immer so einen Tee trinke. Bisschen was kleines Süßes dazu. Mal probieren, ha? Mhm. Oh, köstlich finde ich das. Köstlich. Sehr nett. Nicht weniger als 7 Brücken überspannen den Fluss Tyne. Aber die, auf die wir jetzt zulaufen, ist etwas Besonderes. Good morning and welcome to Gateshead Millennium Bridge. The bridge will be tilting in approximately 3 minutes. Anyone wishing to cross, please cross now. Denn da? Sean, oder? Sean, das Schaf, genau. Steht das hier? Ja. Oh, hallo. Oh. Einmal knuddeln. Das läuft nicht weg. Am Flüsschen Oseburn pochte früher Newcastles industrielles Herz. Hier wurde über die Jahrhunderte Flachs gesponnen, Glas geblasen, Blei hergestellt und Kohle verschifft. Heute geht man hier hin, um sich zu amüsieren.
Yorkshire Terrier? Ja. I was looking for a Yorkshire Terrier. Ich suche seit Tagen nach einem Yorkshire Terrier. Und der ist ja... Ja, das ist Ralf. Ralph? Ja, Ralph, hallo. Er ist 10. He's 10 already. Oh, and he's very soft. Der ist sehr weich. Wir benutzen ausschließlich Schuppenshampoo. War das wunderschön. Bye bye for now.